So Leute, willkommen bei Dragomir Baut. Ich bin der Dirk, bei mir geht alles um den Labwaffenbau, Tipps, Tricks gibt es bei mir und halt wie man manche Sachen baut. Und heute will ich das Thema Abgüsse aus Flexipaint behandeln. Also bleibt dran, wir sehen uns. So Leute, es geht los. Also, wo fangen wir an? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, Abgüsse zu erstellen. Auch verschiedene Materialien halt, mit denen man diese Formen herstellen kann. Die einen sind besser, die anderen eher nicht so geeignet. Und ich will euch jetzt mal so ein paar Sachen an Möglichkeiten vorstellen. Einige Sachen zeigen, andere halt nur mündlich, weil ich es halt gerade nicht da habe. Aber ich hoffe, das geht okay. So, passt auf. Und zwar können wir anfangen. Was relativ ungeeignet ist, sind quasi Fimo-Sachen für Flexipaint. Könnt ihr machen, solltet ihr nicht, weil das Zeug ist relativ spröde und ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Das ist jetzt zwar noch vom Latex, aber ich habe es auch schon bei den zwei Sachen mit Flexipaint gemacht. Also ihr reißt euch quasi hier überall was raus. Und das Zeug bleibt meistens dann auch in den Ecken und Kanten hängen. Also relativ ungeeignet. Geeigneter, also wesentlich geeigneter, ist Silikon. Silikon in allen möglichen Formen. Von Flüssigsilikon angefangen, über Knetsilikon oder Sugro, eine Mischung aus günstigen, transparenten Silikon und kann aber auch farblicher sein, mit, keine Ahnung, weiß oder was, das geht wahrscheinlich auch. Und dann vermengt mit Speisestärke. Das ist eigentlich eine relativ günstige Sache. Sowas wie hier. Das waren so einige meiner ersten Sachen. Wie ihr seht, kann man die Sachen sehr gut draus lösen. Gut, hier steht noch so ein bisschen was Gefissel über. Das ist aber eigentlich nicht so wild. Also wie gesagt, Formen auf Silikon sind eigentlich sehr gut geeignet. Nachteil bei den Sachen ist, ihr müsst immer mit vielen Schichten arbeiten, weil das so glatt ist, sage ich mal. Also es hält halt an den Wänden nicht, was natürlich zum Rausmachen wesentlich besser ist wie die anderen Formen, aber ihr müsst halt mit vielen Schichten aufbauen. So, passt auf. Dann gibt es noch Formen aus dem, ja, wie soll man sagen, wo man Gipsabgüsse oder ähnliches von machen kann. Das sind dann hier so Plastikformen. Das ist einmal dieselbe, einmal mit Flexipaint drin, einmal ohne. Ich hoffe, dass man das so gut sehen kann. Ja. Und dann wird dann halt mit mehreren Schichten gepinselt, gesprüht oder wie auch immer. Ich pinsel halt viel, weil ich halt keinen Airbrush oder keinen Kompressor habe. Und dann wird halt mit vielen Schichten dann aufgebaut. Dann kann man dann hingehen, ich zeige euch das mal, fängt dann irgendwo an der Ecke an, arbeitet sich am besten von den Kanten außen nach innen vor, also quasi geht man immer einmal rund, um das Ganze zu lösen. Das geht auch relativ leicht, weil je glatter die Oberflächen sind, umso leichter lässt sich das Ganze lösen. Ich benutze diese Gipsformen halt sehr gerne. Da gibt es dann halt Abgussformen, müsst ihr dann googeln, für Ornamente oder ähnliches. Also je nachdem. Es gibt nicht für alles Abgussformen, aber halt für viele Sachen. Und da müsst ihr dann halt mal gucken, was euch da so gefällt. Gibt es diverse Anbieter, aber das könnt ihr ja dann selber googeln. So, geht ja jetzt nur darum, dass ihr schon mal wisst, wie sowas geht. So, passt auf. Das Ganze ist jetzt quasi raus. So, dann hättet ihr einmal die Form und so was kommt dann dabei raus. Ne? Das könnt ihr dann so auf Waffen oder was auch immer zur Verschönerung machen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Zum Beispiel, was haben wir denn hier? So was, ein Messer. Dann könnt ihr dann hingehen, nehmt das Messer, legt das Ganze nochmal über das schwarze Flexipaint drüber und macht das dann einmal rund, schneidet das dann halt so zusammen, wie es halt gut ist, am besten mit einer Schere. Und dann könnt ihr das anmalen, so wie ihr gerade lustig seid. Da kann man halt sehr schöne Aufwertung für Waffen mitmachen. Ich arbeite gerne mit Abgüssen, weil die sind quasi einfacher herzustellen wie irgendwas aus Matte.
Also da was Filigranes mit dem Lötkolben so wirklich hinzukriegen, naja, eher nicht. Das ist jetzt so, was ich mal zu Abgüssen loswerden wollte. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen hilft. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Wir sehen uns.